Videokommentar zu 1. Mose Kapitel 20, Vers 6. In welchem Kontext steht dieser Bibeltext? Wir befinden uns etwa im Jahr 1919 vor Christus. Abimelech, der König von Gerar, war es offensichtlich gewohnt, sich zu nehmen, wozu er Lust hat. So gelangte Sarah in seine Fänge. Allerdings verhinderte Gott, dass er ihr Unrecht antun konnte. Die Wortwahl der Warnung Gottes erinnert stark an die Worte von Josef, als er in einer ähnlichen Situation war. Das ist nicht verwunderlich, Josef war der Urenkel von Sarah und Abraham. Es ist naheliegend, dass er diese Begebenheit gut kannte. Bitte achte auf den Wortlaut von Vers 6. Da antwortete ihm, gemeint ist Abimelech, der wahre Gott im Traum. Ich weiß, dass du das aus ehrlichem Herzen getan hast. Deshalb habe ich verhindert, dass du gegen mich sündigst, und dir nicht erlaubt, sie anzurühren. Was ist eigentlich Sünde? Dazu ein bildhafter Vergleich. Ein makellos weißes Blatt Papier wird beschmutzt. Das ist Sünde. Das Bild zeigt Josef, wie er von seiner Chefin unsittlich bedrängt wird. Josef ergreift die Flucht. Die warnenden Worte Gottes an Abimelech, der vorhatte, Sarah zu verführen, erinnern daran, was später Josef entgegnete, als ihn die Frau seines Chefs verführen wollte. Gott sagte zu Abimelech: Deshalb habe ich verhindert, dass du gegen mich sündigst. Josef sagte zu Potiphars Frau: Wie also könnte ich so etwas Schlechtes tun und in Wirklichkeit gegen Gott sündigen? Unmoralisches Verhalten wird in beiden Fällen als Sünde gegen Gott bewertet. Durch diesen und ähnliche Berichte schärfte Josef sein sittliches Empfinden, sowie den Wunsch, Jehova zu gefallen. Daher konnte er Unmoral strikt zurückweisen. Diese kurzen Videokommentare haben eine Geschichte. Sie gehen zurück auf die Zeit von Dezember 2019 bis April 2020. Georg konnte bereits geraume Zeit nicht mehr sprechen und auch die Wohnung nicht mehr verlassen. Aber mit Mühe konnte er noch seinen Computer bedienen. Um sich an den religiösen Zusammenkünften beteiligen zu können, erstellte Georg diese kurzen Videos, die dann im Königreichssaal abgespielt wurden. Ab Mai 2020 war ihm dies nicht mehr möglich. Allerdings kam in der Zwischenzeit Corona und somit das Zeitalter der Zoom-Zusammenkünfte. Das eröffnete ganz neue Möglichkeiten zur Mitarbeit. Corona ist wieder gegangen, Zoom ist geblieben. Lieben Dank fürs Dabeisein.